April 2025. Cuiabá, Bundesstaat Mato Grosso, Brasilien. In einem der Wohnviertel der Stadt ging das Leben seinen gewohnten Gang. Autos fuhren durch die Straßen, vereinzelte Passanten gingen ihren Geschäften nach, Kinderstimmen waren zu hören. Alles schien ruhig zu sein. Hinter den Mauern der Häuser spielte sich das alltägliche Leben ab. In einem davon jedoch geschah etwas, das später im Mittelpunkt der Ermittlungen stehen sollte. Das Gebäude hob sich nicht von den Nachbarhäusern ab. Im Laufe des Tages betraten mehrere Personen das Gebäude. Am Abend verließen sie es wieder. Keine Geräusche, keine Anzeichen von Hektik. Alles schien in Ordnung zu sein. Passanten nahmen keine Notiz von dem Geschehen. Es gab keinen Grund zur Beunruhigung. Erst später wurde klar, dass sich genau in dieser Zeit Ereignisse abspielten, von denen damals niemand etwas ahnte. Heloísa Maria Sousa wurde 2008 in Cuiabá geboren und lebte mit ihrer Mutter Suline und ihrer Großmutter zusammen. Die Familie führte ein zurückhaltendes und geregeltes Leben und fiel unter den Nachbarn nicht auf. Suline arbeitete, kümmerte sich um den Haushalt und zog ihre Tochter groß. Heloísa besuchte eine Privatschule im Verwaltungsbezirk der Stadt. Ihre Lehrer beschrieben sie als ruhige und fleißige Schülerin. Sie geriet nicht in Konflikte, erledigte ihre Aufgaben gewissenhaft und war unkompliziert im Umgang mit anderen. Der Freundeskreis des Mädchens war begrenzt. Ihre einzige Freundin, der sie sich anvertraute, berichtete später, dass Heloísa Merkmale aufwies, die für eine leichte Form von Autismus typisch sind. Eine offizielle Diagnose wurde nicht gestellt, aber die Verhaltensmerkmale entsprachen den beschriebenen Kriterien: Zurückhaltung, Vermeidung von Blickkontakt, innere Anspannung im Umgang mit Menschen. Dennoch blieb sie offen gegenüber denen, denen sie vertraute. Tiere interessierten sie besonders. Heloísa träumte seit ihrer Kindheit davon, Tierärztin zu werden und dachte ernsthaft darüber nach, eine entsprechende Ausbildung zu absolvieren. Laut ihrer Großmutter war das Mädchen sehr selbstständig. Sie konnte kochen, den Haushalt führen und kümmerte sich um das Haustier. Sie brauchte keine ständige Kontrolle und wusste genau, was sie wollte. Benedito de Santana wurde 1984 im Bundesstaat Mato Grosso geboren. Seine Familie lebte bescheiden. Er war der jüngere von 2 Brüdern. Der ältere Alcínio geriet später in ein Strafverfahren wegen Mordes an seiner Ex-Frau. Der Vater arbeitete als Hilfsarbeiter, die Mutter kümmerte sich um den Haushalt, die Familie lebte in einem Vorort von Cuiabá. Nach Angaben von Nachbarn war das Verhältnis der Brüder zu ihren Eltern distanziert. Beide waren von klein auf sehr verschlossen. Als Teenager begann Benedito, die örtliche katholische Kirche zu besuchen und sich nach und nach an der Organisation von Gottesdiensten zu beteiligen. Diese Beteiligung wurde mit der Zeit zu einem wichtigen Teil seines öffentlichen Images. Nach dem Schulabschluss nahm er eine Stelle in einer kommunalen Behörde an. Dank seinem Fleiß und nützlichen Kontakten stieg er mit der Zeit in eine Führungsposition auf. Er leitete die Verkehrsabteilung im Sekretariat für Wissenschaft, Technologie und Innovation des Bundesstaates. Seine Arbeit sicherte ihm ein stabiles Einkommen, Zugang zu Dienstfahrzeugen und Respekt in seinem beruflichen Umfeld. Er beteiligte sich aktiv am öffentlichen Leben, trat häufig bei Bürgerversammlungen auf, diskutierte Fragen der Stadtentwicklung und schlug Lösungen für lokale Probleme vor. In seiner Kirchengemeinde übte er weiterhin die Aufgaben eines Messdieners aus. Seine Seiten in den sozialen Netzwerken waren voller Fotos von religiösen Veranstaltungen, Zitaten und Bildern mit seinem Sohn Gustavo. Auf den meisten Veröffentlichungen war er entweder neben Kirchen oder umgeben von Gemeindemitgliedern zu sehen. Dies prägte das Bild eines rechtschaffenen und familienorientierten Menschen. Über sein Privatleben vor seiner Beziehung mit Suline ist nur sehr wenig bekannt. Zu Beginn ihrer Beziehung war er nicht verheiratet und lebte nicht mit der Mutter seines Kindes zusammen. Details über andere Beziehungen sind nicht bekannt. Seinem Verhalten nach zu urteilen, versuchte er, die Kontrolle über die Wahrnehmung seiner Biografie zu behalten und vermied es, seine Vergangenheit zu erwähnen, wenn sie nicht dem gewünschten Bild entsprach. Suline arbeitete in einer staatlichen Einrichtung in Cuiabá. Dort lernte sie Benedito kennen. Er wirkte ruhig, aufmerksam und zurückhaltend. Die Kollegen schätzten ihn als zuverlässigen und verantwortungsbewussten Mitarbeiter, der Initiative und Hilfsbereitschaft zeigte. Gerade das positive Bild, das sich von Benedito gebildet hatte, war einer der Gründe, warum Suline sich auf eine engere Beziehung einließ. Nach Angaben aus offiziellen Quellen begann ihre Beziehung etwa 4 Monate vor den Ereignissen. Einige Zeugenaussagen deuteten auf einen kürzeren Zeitraum hin, etwa 2 Monate.
Die Ermittlungsergebnisse bestätigten jedoch, dass Benedito freien Zugang zu ihren Hausschlüsseln hatte, was auf eine feste und vertrauensvolle Beziehung hindeutete. Seine regelmäßigen Aufenthalte in Sulins Wohnung zeugten davon, dass er Teil ihres Alltags geworden war. Der Mann war oft ohne vorherige Absprache bei ihr, fühlte sich sicher und benahm sich wie ein vollwertiges Familienmitglied. Sein Verhalten wurde von den Menschen in ihrer Umgebung als Zeichen von Fürsorge und Hilfsbereitschaft wahrgenommen. In den ersten Wochen machte er einen positiven Eindruck. Er war höflich, zurückhaltend, zeigte keine Aggressionen und fand leicht einen Draht zu Sulins Angehörigen. Sie empfand ihn als einen reifen und stabilen Menschen, auf den man sich verlassen kann. Er war älter, hatte einen festen Arbeitsplatz und wirkte äußerlich ausgeglichen. Die Wahrnehmung der Familienmitglieder war jedoch eine andere. Heloisas Großmutter beunruhigte nicht sein unhöfliches Verhalten, sondern seine übertriebene Demonstrativität. Der Mann war höflich, aber das wirkte zu aufdringlich. Seine Bemühungen wirkten unnatürlich. Heloisa fühlte sich von Anfang an unwohl. Sie provozierte keine Konflikte, versuchte aber, den Kontakt zu vermeiden. Über ihre Gefühle sprach sie nur mit ihrer Freundin. Das Mädchen gab zu, dass sie eine Abneigung verspürte, obwohl sie den Grund dafür nicht genau benennen konnte. Seine Art zu schauen, zu sprechen und auf Fotos zu posieren beunruhigte sie. Besondere Besorgnis lösten Beiträge in sozialen Netzwerken aus, in denen er Gesten verwendete, die an Zeichen aus dem kriminellen Milieu erinnerten. Heloisa erzählte ihrer Freundin, dass sie den Eindruck habe, er könnte mit kriminellen Kreisen in Verbindung stehen. Mit ihrer Mutter sprach sie darüber nicht, da sie glaubte, diese würde es nicht verstehen oder nicht beachten. Nach Ansicht der Freundin bemerkte Sulin entweder keine Veränderungen im Verhalten ihrer Tochter oder maß ihnen keine Bedeutung bei. Niemand in der Familie stellte Fragen über Beneditos Vergangenheit, seine Bekannten oder frühere Beziehungen. Sein Verhalten war unauffällig. Genau das machte ihn besonders gefährlich. Äußerlich war er ein wohlhabender Mann ohne Konflikte oder Anzeichen von Aggressivität, der sich bereits in das Familienleben integriert hatte. Nur Heloisa spürte, dass er ein Fremder war. Dienstag, 22. April 2025, ein Arbeitstag in Cuiabá. Gegen 15 Uhr waren Sulin und ihre Mutter bei der Arbeit. Heloisa blieb zu Hause. Sie erwartete keinen Besuch und verließ das Haus nicht. In der Nähe des Hauses wurden keine verdächtigen Fahrzeuge gesehen. Alles schien ruhig zu sein. Zu dieser Zeit fuhr Benedito mit einem Dienstwagen, das ihm von seiner Behörde zugeteilt war, vor dem Haus vor. Bei ihm waren 3 Jugendliche, sein Sohn Gustavo sowie 2 Minderjährige im Alter von 16 und 17 Jahren. Den Aussagen zufolge waren sie zuvor instruiert worden. Alle 3 versteckten sich im Auto, um nicht von den Kameras erfasst zu werden und keine Aufmerksamkeit zu erregen. Ihre Aufgabe war es, zu warten, bis keine Erwachsenen mehr im Haus waren. Das Auto fuhr in die Garage. Benedito betrat das Haus allein. Videoaufnahmen zeigen, dass er sich etwa 15 Minuten lang im Haus aufhielt. Danach kam er heraus, stieg ins Auto und fuhr weg. Sein Verhalten erregte keinen Verdacht. Er verhielt sich ruhig. Während seines Aufenthalts gelang es ihm jedoch, 3 junge Männer ins Haus zu lassen und sie mit der 16-jährigen Heloisa allein zu lassen, die keine Ahnung hatte, was vor sich ging. Nach Angaben eines der Beteiligten warteten sie auf den Moment, in dem Benedito das Gelände verlassen würde. Dann setzten sie ihren Plan in die Tat um. Heloisa erschrak, als sie die unbekannten Personen sah und versuchte, sich zu verstecken, aber einer von ihnen holte sie ein. Sie wehrte sich nicht, stand unter Schock und schrie nicht. Sie wurde bewegungsunfähig gemacht, indem man ihr die Beine fesselte. Später wurde sie in ein Zimmer gebracht, wo sie mit einem USB-Kabel erwürgt wurde. Die Ermittlungen ergaben, dass einer der Jugendlichen diese Tat auf Anweisung von Benedito begangen hatte. Zum Zeitpunkt der Tat war Benedito nicht zu Hause. Er war geschäftlich unterwegs, wusste aber laut Angaben der Täter, was passieren würde. Die Anweisungen waren im Voraus gegeben worden. Nach Angaben der Jugendlichen hatte er Genauigkeit verlangt und darum gebeten, alles wie einen Einbruchdiebstahl aussehen zu lassen. Nach der Tat blieben die Täter im Haus. Sie wickelten Heloisas Leiche in ein Tuch, brachten sie in ein anderes Zimmer und begannen dann Unordnung zu stiften, um einen Einbruch vorzutäuschen. Einer von ihnen überprüfte Puls und Atmung, aber sie zeigte keine Lebenszeichen. Alles ging sehr schnell. Etwa eine halbe Stunde später tauchte Benedito wieder in der Nähe des Hauses auf, jedoch ohne Auto. Er hatte das Auto stehen lassen und war zu Fuß gekommen. Im Haus war bereits alles für die nächste Phase vorbereitet.
den Angriff auf die Mutter. Gegen 18 Uhr kam Sulin nach Hause. Mit ihr kam eine Verwandte mit einem Baby im Arm. Die Überwachungskameras zeichneten ihre Annäherung auf. Das Haus sah ruhig aus. Es war kein Licht an, aber die Klimaanlage lief, was Sulin seltsam vorkam. Sie rief nach ihrer Tochter, aber niemand antwortete. Die Frauen betraten das Haus. In diesem Moment schlugen die 3 jungen Männer zu. Sie griffen Sulin an, wandten körperliche Gewalt an, warfen sie zu Boden, fesselten sie, versetzten ihr mehrere Schläge und zerrten sie ins Innere des Hauses. Die Frau mit dem Kind blieb unverletzt. Sie wurde aufgefordert, sich hinzusetzen und still zu sein und wurde nicht angerührt. Das Baby blieb in ihren Armen. Sulin begriff zunächst nicht, was vor sich ging. Sie wurde gefesselt, zu Boden geworfen und in einem der Zimmer isoliert. Sie dachte, es handle sich um einen Raubüberfall und dass ihre Tochter sich in einem anderen Teil des Hauses befände, möglicherweise ebenfalls gefesselt. Niemand erklärte ihr etwas. Die Angreifer nannten keine Namen und zeigten ihre Gesichter nicht. Doch irgendwann erkannte sie die Stimme eines der Angreifer. Es war Gustavo, der Sohn von Benedito. In diesem Moment begann sie zu ahnen, dass der Überfall kein Zufall war. Nachdem Sulin isoliert worden war, trugen die jungen Männer weiter Wertgegenstände aus dem Haus. In den Kofferraum von Sulins Auto luden sie einen Fernseher, elektronische Geräte, Dokumente sowie ein in ein Laken gewickeltes Bündel, in dem sich die Leiche von Heloisa befand. Alles ging schnell und ohne viel Lärm. Sie benutzten das private Fahrzeug der Familie, um die gestohlenen Gegenstände zu transportieren. Weder Nachbarn noch zufällige Passanten bemerkten Anzeichen für illegale Handlungen. Als der Abtransport abgeschlossen war, verließen die Beteiligten das Haus. Sulin blieb mit Verletzungen im Haus zurück, gefesselt und ohne zu wissen, was mit ihrer Tochter geschehen war. Sie vermutete, dass Heloisa weggebracht worden war, wusste aber nicht, dass sie bereits tot war. Die Inszenierung des Raubüberfalls war sorgfältig vorbereitet worden. In der Wohnung herrschte Chaos. Die Schränke waren geöffnet, der Strom abgeschaltet. Äußerlich sah alles wie ein chaotischer Überfall aus. In Wirklichkeit handelte es sich jedoch um eine im Voraus geplante Abfolge von Handlungen, die darauf abzielte, die Tat als Raubüberfall zu tarnen. Kurz nachdem die jungen Kriminellen verschwunden waren, tauchte Benedito wieder in der Nähe des Hauses auf. Er betrat das Haus erst, nachdem er sich vergewissert hatte, dass alles erledigt war. Sulin, die sich im Haus befand, berichtete ihm, was passiert war. Sie erzählte ihm, dass Unbekannte in das Haus eingedrungen waren, sie angegriffen, ihre Sachen mitgenommen und ihre Tochter entführt hatten. Benedito reagierte theatralisch, gab sich überrascht und besorgt, obwohl er zu diesem Zeitpunkt bereits wusste, was passiert war. Er benahm sich, als hätte er gerade erst von dem Vorfall erfahren. Er bot selbst an, Sulin ins nächste Krankenhaus zu bringen. Unterwegs begann er, Bekannte anzurufen, Sprachnachrichten aufzunehmen und Veröffentlichungen vorzubereiten. Das Ziel dieser Maßnahmen war es, den Anschein zu erwecken, dass er sich an der Suche beteiligte und aktiv reagierte. In Gesprächen behauptete er, seine Stieftochter sei verschwunden und bat darum, diese Information zu verbreiten. In den sozialen Netzwerken veröffentlichte er ein Foto des Mädchens und einen emotionalen Beitrag mit der Bitte um Hilfe. All dies sollte den Eindruck eines besorgten Elternteils vermitteln. Er kam zusammen mit Sulin, die in einem Rollstuhl gebracht worden war, in die medizinische Einrichtung. Die Kameras zeichneten auf, wie er ihr half, mit dem Personal sprach und in ihrer Nähe blieb. Er mied die Videoüberwachung nicht, im Gegenteil, er wurde auf allen verfügbaren Aufnahmen festgehalten. Nach Erhalt der Informationen über den Angriff und die mutmaßliche Entführung leitete die Polizei eine erste Untersuchung ein. Sulin befand sich im Krankenhaus, wo ihre Aussagen protokolliert wurden, woraufhin die Analyse der Beweise begann. Einer der ersten Schritte war die Verfolgung der Route des Fahrzeugs, eines silbernen Hyundai, der auf Sulin zugelassen war. Überwachungskameras zeichneten die Fahrt des Fahrzeugs auf. Es wurde auf dem Dubai-Prospekt gesehen und fuhr dann in Richtung des Gebiets zwischen Ribeirão do Lipa und der Straße nach Gea. In diesem Gebiet wurden ein weißer Stoffball, abmontierte Nummernschilder und Bremsspuren gefunden. In der Nähe befand sich ein Betonbrunnen. Dort hatten die Täter die Leiche entsorgt. Um sie zu bergen, wurde die Feuerwehr gerufen. Bei der Untersuchung wurde festgestellt, dass die Beine der Verstorbenen gefesselt waren. Am Hals waren Spuren von Strangulation zu sehen. Anzeichen von Widerstand oder Kampf wurden nicht festgestellt. Außerdem stellten die Experten fest, dass der Fußbruch erst nach dem Tod,
wahrscheinlich beim Sturz in den Schacht entstanden war. Zu diesem Zeitpunkt analysierten die Ermittler bereits die Beziehungen innerhalb der Familie. Bei der Auswertung der Videoaufnahmen fiel ihnen das Verhalten von Benedito auf, der Sulin begleitete und sich sehr engagiert zeigte. Die Aussagen der Frau, die technischen Daten und das Verhalten des Mannes begannen sich zu widersprechen. Parallel dazu begann die Überprüfung der Beteiligung seines Sohnes Gustavo. Als erster wurde der 17-jährige junge Mann, dessen Name nicht genannt wurde, festgenommen. Er befand sich in einer Wohnanlage im Stadtteil Ribeirão do Lipa. Er leistete keinen Widerstand. Während des Verhörs machte er detaillierte Aussagen und nannte die Namen aller Beteiligten, darunter Gustavo, den zweiten Minderjährigen, und Benedito als Initiator. Er erzählte, wie sich die Gruppe gebildet hatte, wer welche Aufgaben übernommen hatte, und beschrieb den Ablauf der Ereignisse. Anhand der erhaltenen Informationen konnte Gustavo ausfindig gemacht werden. Er wurde bei seiner Großmutter gefunden. Die Festnahme verlief ohne Zwischenfälle. Er bestätigte die Angaben seines Komplizen und bestritt seine eigene Rolle nicht. Er gab an, dass sein Vater ihn persönlich beauftragt habe, die Täter zu suchen, ihnen den Plan zu übergeben und die Aktionen zu koordinieren. Seinen Angaben zufolge ging die Initiative von Benedito aus, während Gustavo nur handelte, um sich dessen Anerkennung zu verdienen. Als letzter wurde der dritte Teilnehmer festgenommen, der sich in einem unbebauten Teil des Stadtteils Tropicalville versteckt hatte. Bei ihm wurde ein Teil der Beute gefunden: Dokumente und technische Geräte. Er gestand seine Beteiligung, gab jedoch weniger ausführliche Erklärungen ab. Zum Zeitpunkt seiner Festnahme verfügte die Ermittlungsbehörde bereits über umfassende Informationen. Die gefundenen Gegenstände bestätigten die Aussagen der Festgenommenen. Die übereinstimmenden Geständnisse bildeten die Hauptbeweislage. Sie beschrieben, wie sie das Verbrechen vorbereitet hatten, wer für was verantwortlich war, welche Handlungen in welcher Reihenfolge vorgenommen wurden. Die Version über die führende Rolle von Benedito wurde nicht nur durch technische Daten, sondern auch durch ihre Aussagen bestätigt. Bei der ersten Gegenüberstellung waren Benedito und der 17-jährige junge Mann anwesend. Letzterer erklärte sofort, dass Benedito alles organisiert habe. Er habe sie zum Haus gebracht und das Gebäude verlassen, um den Plan auszuführen. Er bezeichnete ihn ausdrücklich als Organisator, der die Anweisungen weitergegeben und die Aufgaben jedes Teilnehmers festgelegt habe. Während der Gegenüberstellung versuchte Benedito, die Anschuldigungen zu widerlegen, indem er den Jugendlichen als lügnerisch und psychisch labil bezeichnete. Er behauptete, er hätte Heloisa nichts antun können und die jungen Leute, mit denen sein Sohn Umgang hatte, kaum gekannt. Doch bald wurde Gustavo in den Verhörraum gebracht. Sein Verhalten war überraschend. Er sah seinen Vater an und sagte: »Du gehst wieder weg wie damals. Zuerst bist du aus meinem Leben verschwunden. Jetzt willst du mich hier lassen. Gib zu, dass du dir das alles ausgedacht hast.« Dieser Satz war der Wendepunkt. Gustavo versuchte nicht, sich von seiner Schuld freizusprechen, sondern erklärte offen, dass er auf Anweisung seines Vaters gehandelt habe. Seine Worte waren von starken Emotionen begleitet. In seiner Stimme schwangen Vorwürfe und Verärgerung mit. Danach begann sich Beneditos Verhalten zu verändern. Er wirkte weniger selbstsicher, antwortete ausweichend und versuchte, Verantwortung auf andere abzuwälzen. Später präsentierte Benedito eine neue Darstellung der Ereignisse. Er erklärte, Sulin habe ihm anvertraut, dass ihre Tochter eine nicht traditionelle sexuelle Orientierung habe und ihn gebeten, das Mädchen von negativen Einflüssen fernzuhalten. Seiner Aussage nach habe er dies als Handlungsaufforderung verstanden, doch für diese Interpretation gab es keinerlei Belege. Eine Freundin von Heloisa sagte der Polizei, dass das Mädchen nie romantische Beziehungen eingegangen sei, kaum über Privates gesprochen habe und generell sehr zurückgezogen lebte. Angehörige bestätigten, dass Heloisa kein Interesse an Intimität gezeigt und keine Kontakte außerhalb ihres engen Umfelds gepflegt habe. Die Ermittler werteten Beneditos Aussage als Versuch, die Verantwortung auf Sulin zu lenken, um sich selbst zu entlasten. Es ergaben sich jedoch keinerlei Hinweise darauf, dass die Mutter in irgendeiner Form an der Tat beteiligt gewesen sein könnte. Stattdessen begann Benedito, ein Bild von sich als fehlgeleitetem Mann zu zeichnen, der Worte falsch verstanden habe und nie eine konkrete Anweisung gegeben habe. Bei der psychologischen Beurteilung wurden Anzeichen für strategisches Verhalten festgestellt. Benedito versuchte, andere zu beeinflussen, ohne selbst in Erscheinung zu treten, und bemühte sich, die Kontrolle über die Abläufe zu behalten.
Aus den Aussagen der beteiligten Jugendlichen ging deutlich hervor, dass Benedito die treibende Kraft war, sich aber im Hintergrund hielt. Er verteilte Aufgaben, bestimmte den Zeitpunkt und bemühte sich um ein Alibi. Außerdem wurde bekannt, dass Beneditos leiblicher Bruder Alcino im Jahr 2020 wegen eines Tötungsdelikts an seiner früheren Ehefrau verurteilt worden war. Die Tat hatte sich am helllichten Tag auf offener Straße ereignet. Obwohl bereits Auflagen gegen ihn bestanden, konnte er die Tat ausführen. Die Polizei registrierte diesen Umstand, auch wenn juristisch kein Zusammenhang bestand. Doch das wiederkehrende Muster von Gewalt innerhalb der Familie fiel auf. Vor diesem Hintergrund trat Beneditos Persönlichkeit immer deutlicher als die eines planenden und kontrollierenden Menschen hervor. Er zog nicht nur junge Personen in das Geschehen hinein, sondern bezog auch bewusst seinen eigenen Sohn mit ein, in der Annahme, dieser würde schweigen. Seine Handlungen erschienen wohl überlegt und kühl kalkuliert. Versuche der Verteidigung, eine alternative Darstellung der Tat zu etablieren, blieben erfolglos. Neben den Aussagen der Mitbeteiligten belasteten auch objektive Spuren Benedito. Als er mit den Ergebnissen der Ermittlungen konfrontiert wurde, begann er sich zu öffnen. Im Gespräch mit den Beamten sagte Benedito, er habe kurz vor der Tat Nachrichten zwischen Sulin und ihrem ehemaligen Partner gelesen. Dies habe ihn tief getroffen. Er habe sich hintergangen und emotional verletzt gefühlt. In diesem Moment habe es Klick gemacht. Er erklärte, ich wollte sie nicht töten. Ich wollte, dass sie nachempfindet, wie es ist, etwas zu verlieren. Wenn sie ihre Tochter verloren hätte, hätte sie sich davon nie erholt. Das war die Strafe. Weiterhin räumte er ein, dass Heloisa ihm gegenüber oft reserviert gewesen sei. Er habe gespürt, dass sie ihn nicht akzeptierte und ihn kritisch beobachtete. Dennoch betonte er, nichts gegen das Mädchen gehabt zu haben und versuchte sein Handeln als Versuch zu rechtfertigen, die Beziehung zur Mutter zu retten. Dieses Geständnis bestätigte, dass es sich nicht um eine unüberlegte Tat aus einem Moment heraus gehandelt hatte. Die Beweggründe waren persönlicher Natur, es ging um Rache, um Kontrolle und darum, ein Zeichen zu setzen, mit einer Ruhe und Planung, die hinter einer bürgerlichen Fassade verborgen lag. Später wurde auch deutlich, dass die Gewalt gegen Sulin kein Zufallsprodukt war. Sie war Bestandteil eines durchdachten Plans. Es ging darum, sie zu schwächen, ihren Widerstand zu brechen und gleichzeitig eine Szene zu schaffen, die wie ein Überfall aussehen sollte. Benedito wollte ihre körperliche und seelische Verfassung nutzen, um sich selbst in einem besseren Licht zu zeigen und mögliche Verdachtsmomente von sich abzulenken. So kam es auch. Zu diesem Zeitpunkt wusste Sulin noch nicht, dass ihre Tochter bereits tot war. Sie wurde im Rahmen einer sorgfältig ausgearbeiteten Lüge geschlagen und gefesselt. Nach Abschluss der ersten Ermittlungen bestätigte die Staatsanwaltschaft, dass es sich um einen Mord handelt, der in vorsätzlicher Absicht und unter erschwerenden Umständen begangen wurde. Die Beteiligung von Minderjährigen an der Organisation des Verbrechens unter Anwendung von Täuschung, die Vorausplanung, die Verwendung eines Dienstwagens und der Versuch, eine Entführung vorzutäuschen, verstärkten die Position der Anklage. Benedito blieb der Hauptverdächtige. Er wurde verhaftet, seines Amtes enthoben und kurz darauf offiziell entlassen. Da er ein Kommissionsamt in einer staatlichen Einrichtung innehatte, verlief die Entlassung schnell. Die Unterlagen über die Beendigung des Arbeitsverhältnisses wurden am Tag seiner Festnahme unterzeichnet. Zum Zeitpunkt der Ermittlungen befanden sich alle Beteiligten in Haft. Die jungen Leute wurden in eine entsprechende Einrichtung gebracht. Gustavo, der gerade 18 Jahre alt geworden war, erwartete die Verhandlung im Rahmen eines Strafverfahrens für Erwachsene. Die öffentliche Reaktion war heftig. Der Mord an einer jungen Frau, an dem ihr Stiefvater beteiligt war, löste eine Welle der Empörung aus. In den lokalen Medien fand der Fall große Beachtung. Diskutiert wurden nicht nur die Brutalität der Tat, sondern auch die Motive, die mit Kontrolle, Dominanz und persönlicher Kränkung zusammenhingen. Im Mittelpunkt stand die Frage nach dem Vertrauen in Beziehungen. Wie konnte ein Mann, der nach außen hin anständig wirkte, ein Verbrechen an der Tochter seiner Partnerin planen? Sulin erfuhr vom Tod ihrer Tochter bereits im Krankenhaus. Nach dem Angriff wurde sie in die nächste Notaufnahme gebracht, wo sie versorgt wurde. Zunächst glaubte sie, dass Heloisa nur entführt worden sei. Sie hoffte, dass das Mädchen lebend gefunden und gerettet werden könne. Nach Beginn der Ermittlungen, als die Polizei die Leiche in einem Brunnen fand, wurde Sulin informiert. Die Reaktion war heftig. Die Frau verlor die Kontrolle über sich. Sie geriet in Hysterie. Ihr Zustand wurde als Schockzustand beschrieben.
Sie musste mit Medikamenten beruhigt werden. Augenzeugen im Krankenhaus berichteten, dass sie schrie, sie fühle sich nicht lebendig, alles sei vorbei und es sei ihre Schuld. Später, während ihrer Aussage, gab Sulin zu, dass sie sich selbst die Schuld für das Geschehene gab. Sie sagte, sie habe das wahre Gesicht des Mannes, mit dem sie zusammenlebte, nicht erkannt. Ihren Worten zufolge wirkte Benedito zuverlässig, freundlich und aufmerksam. Er kümmerte sich um sie, half im Haushalt, schien gläubig zu sein, lächelte und war höflich zu ihrer Mutter. Niemand im Haus sah in ihm eine Bedrohung. Nur Heloisa misstraute ihm von Anfang an. Aber Sulin hielt das für jugendliche Ablehnung. Sie hätte nie gedacht, dass der Mann, den sie in ihre Familie aufgenommen hatte, zu so etwas fähig wäre. Nach Abschluss der Ermittlungen im Mai 2025 erhob die Staatsanwaltschaft Anklage gegen Benedito und seine Komplizen. Die Gerichtsverhandlung fand öffentlich statt und zog die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit und der Medien auf sich. Im Laufe des Prozesses wurden Beweise vorgelegt, darunter Aufnahmen von Überwachungskameras, Zeugenaussagen und das Geständnis der Angeklagten. Benedito wurde der Organisation und Ausführung des Verbrechens für schuldig befunden. Das Gericht berücksichtigte die Vorsätzlichkeit der Taten, die Beteiligung von Minderjährigen und die Brutalität der Tat. Er wurde zu 40 Jahren Haft in einem Hochsicherheitsgefängnis verurteilt. Sein Sohn Gustavo, der inzwischen 18 Jahre alt war, wurde zu 20 Jahren Haft verurteilt. Das Gericht stellte fest, dass seine Beteiligung bewusst war und sein Alter keinen mildernden Umstand darstellt. Die anderen beiden minderjährigen Beteiligten wurden für bis zu 3 Jahren in eine Einrichtung für jugendliche Straftäter eingewiesen, wo ihr Verhalten beobachtet und ihre Resozialisierung geprüft werden soll. Die Geschichte dieser Familie endete tragisch, aber sie war eine wichtige Lektion. Sie hat gezeigt, dass das Böse sich hinter Freundlichkeit verbergen kann. Der beste Schutz ist die Aufmerksamkeit für Kleinigkeiten, die oft die ersten Anzeichen einer drohenden Gefahr sind. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf.